Der Terror unterscheidet sich ja zunächst einmal als ein Herrschaftsmittel von der Gewalt und der Repression dadurch, dass er willkürlich zuschlägt. Terror ist unberechenbar. Und der Terror besteht gerade darin, dass er Angst erzeugt, weil niemand weiß, wen könnte es als Nächsten treffen. Deshalb wird Terror oftmals als völlig irrationale Handlung beschrieben, ist sie aber nicht. Unter der Prämisse, dass der Herrscher gerade das will, nämlich Furcht und Schrecken verbreiten, ist sie rational. Wenngleich sie für den Betroffenen als etwas völlig Irrationales wahrgenommen wird, weil der Betroffene ja sagt, ich habe doch nichts getan. Warum holt man mich ab oder sperrt mich ein? Und das ist ja von Millionen von Menschen in der Sowjetunion genauso empfunden worden, als etwas völlig Sinnloses und Irrationales. Das hat aber also der große Terror, wie man ihn nennt, der 1936 begann und etwa bis November 1938 dann etwa lief und seinen Höhepunkt dann überschritten hatte, der bestand ja im Grunde aus mehreren Elementen. Auf der einen Seite in der Liquidierung der alten kommunistischen Führungselite in der Partei, die zu Zehntausenden erschossen und ermordet wurden, bis hin zu den Mitgliedern des Zentralkomitees, der Zerstörung des Offizierskorps der Roten Armee, die in großer Zahl getötet wurden, die Vernichtung der ökonomischen und der Wirtschaftsfunktionäre in den Staatsbetrieben, die Erschießung von Kolchosvorsitzenden und vor allem dann, und das ist der Höhepunkt im Jahr 1937, die systematische Erschießung von bestimmten Bevölkerungsgruppen nach Quoten. Also ehemalige Angehörige des alten Adels, Priester, Mullahs, Rabbiner, also alle religiösen Eliten, dann die aus der Verbannung zurückgekehrten Kulaken, Angehörige ehemaliger Parteien des Zarenreiches, also ganze Gruppen und schließlich 1938 die systematische Erschießung von Angehörigen nationaler Minoritäten und die Deportation ethnischer Gruppen. Diesem Terror sind Millionen zum Opfer gefallen. Allein zwischen dem 1. Juli 1937 und November 1938 sind 680.000 Menschen durch Genickschuss in der Regel an den Rändern der großen Städte auf sogenannten Killing Fields erschossen worden. Die Macht Stalins war tatsächlich bedroht. Und wir müssen uns, glaube ich, vorstellen, dass diese Führer, dass die sich selbst als bedroht sahen. Und das ist ja das Entscheidende. Es ist nicht entscheidend, ob wir als Historiker diese Bedrohung am Ende erkennen, sondern ob die Personen, die diesen Terror ausüben, sich selbst für bedroht hielten. Ich glaube, es gibt viele Gründe dafür, das anzunehmen. Die Kollektivierung der Landwirtschaft, die 1929 begann, und sich in einen Krieg gegen die Bauern verwandelte und bis 1933 andauerte, produzierte mehrere Millionen Hungertote. Diese Kollektivierung produzierte Widerstand, Aufstände. Große Teile der Ukraine und des Kaukasus befanden sich im Bürgerkrieg Anfang der 30er Jahre. Wir vergessen das. Die ökonomische Krise war gigantisch, weil eigentlich die Bolschewiki oder die Regierung über Getreideexporte die Industrialisierung finanzieren wollte, mit Deviseneinnahmen. Und jetzt verhungerten die Leute. Und das ganze Kollektivierung war ein komplettes Desaster. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Stalin und seine Leute das Gefühl hatten, dass die Satrapen in den Provinzen die Befehle nicht ausführten, weil sie sahen, in welches Desaster das führen würde. Sie mussten also er musste sozusagen seine Bluthunde in die Provinz schicken. Molotow und Kaganowitsch und Malenkov und andere, die die Region bereisten und den Terror gegen die eigene Bevölkerung forcierten in den 30er Jahren. Dann kam hinzu, dass die Führung große Angst vor den nationalen Minoritäten hatte, weil das Prinzip des bolschewistischen Nationenstaates darauf beruhte, dass die Nachbarstaaten destabilisiert werden sollten. Also sie wollten eigentlich, dass die Ukrainer in Polen sich von Polen lossagen, weil ja doch die Ukrainer auf der sowjetischen Seite so viele Vorteile, nationale genossen. Und jetzt kam die Kollektivierung und die Leute flüchteten in die Nachbarländer. Und die Führung in Moskau hatte das Gefühl, dass ihnen das unter den Füßen wegbricht, dass auch ihre Nationalitätenpolitik am Ende ist, weil jetzt die Nachbarländer als die eigentlichen Vorbilder galten. Schließlich
war noch von großer Bedeutung, dass 1936, also 1935 begann das, es eine Diskussion um die neue stalinische Verfassung gab, die ja so wurde das propagiert, die freiheitlichste Verfassung war, die die Welt je gesehen hatte. Und dort in dieser Verfassung wurden ja allerlei Dinge versprochen, wie Freiheit des Glaubens, aber auch Freiheit der atheistischen Propaganda. Also alle möglichen Bürgerrechte wurden eigentlich in dieser Verfassung festgeschrieben. Und die inszenierten Diskussionen liefen den Führern aus dem Ruder. Und sie bekamen mit, dass in den Provinzen die Bauern die Verfassungsgrundsätze ernst nahmen und nachfragten, ob denn jetzt die Kirchen wieder eröffnet würden. Und die Führung hatte angenommen, sie hatte sich durch ihre eigene Propaganda betäubt, dass da nichts mehr sei. Und plötzlich kam ihnen zu Bewusstsein, dass das Gegenteil der Fall war. Hinzu kam 1937 im Februar die Volkszählung. Die Volkszählung gab den Führern erst einmal zu Protokoll, wie viele Menschen tatsächlich schon verhungert und gestorben waren, dass also die Bevölkerungszahl abgenommen hatte. Aber das eigentlich Erschütternde war, dass man den Volkszählern, dass die Leute den Volkszählern auch mitgeteilt haben, dass sie religiös seien. Das wurde nämlich gefragt. Und die Zahlen waren erschreckend hoch. Und das zusammengenommen, die Illoyalität, die angenommene Illoyalität der Funktionäre, die Furcht vor nationaler Illoyalität im Angesicht von Nachbarländern, in denen die gleichen ethnischen Gruppen lebten, Ukrainer, Weißrussen in Polen, Aserbaidschaner in Iran, und Usbeken und Kirgisen auf der chinesischen Seite. Das alles zusammengenommen produzierte in den Köpfen dieser Leute im Politbüro Wahnvorstellungen davon, dass sie von Feinden umgeben seien, von äußeren, aber auch von inneren. Und dass sich dieses Land in einer sehr fragilen Position befand. Und das hat den Ausschlag gegeben, dass Stalin erstens die Anordnung erteilt hatte, die Funktionäre in großem Maßstab zu töten, die Nationalkommunisten umzubringen, also worauf die Ukrainer heute hinweisen, aber vergessen, dass sie das mit allen Republiken gemacht haben, dass die nationalen Eliten umgebracht wurden, nationale Minoritäten aus den Grenzgebieten weggeschafft wurden und dann als Folge der Diskussion um die Verfassung und die Volkszählung dann nach Quoten ehemalige Eliten getötet haben. Also Mullahs, Popen, Rabbiner, also all die Gruppen, von denen man annahm, die könnten noch einen Einfluss auf die Bauern haben. Im Grunde war der große Terror der Versuch, eine Tabula rasa zu schaffen. Also was Stalin versucht hatte, war, die Sowjetunion in ihrer Entwicklung wieder auf Null zu stellen. Im Grunde mit Null anzufangen. Und das Kalkül war, die Aufsteiger, diejenigen, die die Plätze der Getöteten einnehmen würden, müssten loyal sein. Und interessanterweise ging dieses Kalkül auf. Die Chruschtschows, die Breschnews, die Kosygins dieser Welt, das waren diese Leute, die vom großen Terror profitierten. Und sie verdankten ihren Aufstieg dem Terror. Und deshalb waren sie tatsächlich loyal dem Führer gegenüber. Im Grunde entledigte sich Stalin aller Relikte des alten Imperiums. Und das mit einer Brutalität, die die Welt noch nicht gesehen hatte. Und deshalb ist dieser Terror, er wirkt auf die Betroffenen natürlich völlig sinnlos. Aber er hatte ein rationales Kalkül. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Die Schauprozesse dienten ja im Grunde nur dem Zweck, die Öffentlichkeit neu einzurichten. Schauprozesse haben ja verfolgen ja nicht das Ziel, die Angeklagten zu brechen. Die sind vorher schon gebrochen. Sondern das kann man ja auch ohne Schauprozess haben. Ein Schauprozess ist ja ein Risiko. Wenn man die Leute nicht gebrochen hat, dann braucht man ihn nicht machen, den Schauprozess. Dann kann etwas schiefgehen. Diese Leute waren vorher schon gebrochen durch Folter und Druck. Und weil man ihnen versprochen hatte, sie am Leben zu lassen, wenn sie die Rolle mitspielten. Das Entscheidende an diesen Schauprozessen sind nicht die Angeklagten. Die hatten gar keine Wahl. Die sind alle gefoltert und zugerichtet worden. Und man hat sie sehr lange im Gefängnis bearbeitet. Diese Schauprozesse sind ja von langer Hand vorbereitet worden. Entscheidend sind die Schauprozesse dafür, dass man anderen zeigt, und zwar vor allen Dingen den anderen Mitgliedern des Zentralkomitees, seht her, wohin es mit euch kommen kann, wenn ihr es an Loyalität fehlen lasst. Und dass der zweite Moskauer Schauprozess, dass der im Umfeld
des großen Februar-März-Plenums stattfand, wo Stalin den großen Terror einleitete, ist überhaupt kein Zufall. Weil man da den Versammelten vorführen konnte, dass die absurdesten Geständnisse aus den Leuten herausgeprügelt werden konnten. Und dass jeder von denen, die im Saal saßen, jeder von denen auf diese Anklagebank kommen könnte. Und das passierte ja auch in dem dritten Moskauer Schauprozess. Und Bucharin, Rykow und Tomsky, also drei von diesen, also vor allen Dingen Rykow und Bucharin, die wurden während des Februar-März-Plenums von der Geheimpolizei aus dem Saal geholt. Und alle konnten das sehen in diesem Saal, dass Stalin genau das tun konnte. Und sie wussten, was man mit Bucharin machte. Der saß denn dann dort ein Jahr lang, über ein Jahr lang im Gefängnis, und er wurde dort bearbeitet. Und natürlich hat man ihm gesagt, dass man ihm das Leben schenkt, wenn er diese Rolle spielt und wenn er sie aufführt. Deshalb glaube ich, dass diese ganzen Köstler-Geschichten, also Sonnenfinsternis, Darkness at Noon, der so versucht, so ein Bucharin zu konzipieren, der an die Geschichte glaubt, an den Kommunismus und dass er den letzten Dienst an der Partei erweisen muss, das halte ich für wenig überzeugend, weil man nämlich seine Bettelbriefe sehen kann, die erhalten geblieben sind, die er an Stalin geschrieben hat, wo er ihn anbettelt, was er alles tun wird, damit er überlebt, ja, und wie sehr er ihn jetzt liebt, also dass er diese Liebe nie offen eingestanden habe. All diese Dinge haben ja wenig mit der Geschichtskonzeption von Marxisten zu tun, sondern da geht es um die nackte Angst. Und Stalin hat dieses Spiel mit all diesen Leuten gespielt, dass er sie monatelang am Leben gelassen hat, ihnen Hoffnung gemacht hat, um zu sehen, was sie tun. Das ist das eigentlich perfide, dass die Schauprozesse und ihre Vorbereitungen Spiele der Macht sind. Das sind sie im Grunde, und so muss man sie auch verstehen. Als Stalin sie nämlich nicht mehr brauchte, die Schauprozesse, hat er sie auch nicht mehr veranstaltet. Nach 1945 brauchte er niemanden mehr einzuschüchtern. Und die Leute wurden hinter verschlossenen Türen abgeurteilt und erschossen. Jeżow ist das erste Beispiel dafür. Der hat gar keinen offenen Prozess mehr bekommen, also der Geheimdienstchef von Stalin. Parteisäuberungen sind Herrschaftsinstrumente. Sie ergeben nur einen Sinn für Parteien, die an der Herrschaft sind. Und das Paradoxe an der kommunistischen Partei, an der Herrschaft, ist, dass sie keine Partei mehr ist. Partei heißt, Teil von etwas zu sein. Und die kommunistische Partei war keine Partei im herkömmlichen Sinne mehr, sondern im Grunde ein Herrschaftsapparat. Und Herrschaftsapparate müssen funktionieren. Und Herrschaftsapparate gründen sich auf die Loyalität ihrer Funktionäre. Und die Sowjetunion wurde eben regiert von der kommunistischen Partei, die genau wie der alte multiethnische Adel im Zarenreich das Imperium verklammerte. Weil allein in der Partei sozusagen alle Kommunisten aller Republiken präsent waren. Deshalb war das die Klammer und das wichtigste Herrschaftsinstrument. Da man aber nicht so genau wusste, als die Partei nach 1924 rasant ihre Mitgliederzahlen vergrößerte, da man nicht so genau wusste, welche Leute da eigentlich waren in der Partei, weil man systematisch Arbeiter und Bauern in sie aufgenommen hatte, gab es seit 1924 dann systematisch immer wiederkehrende sogenannte Parteisäuberungen, Tschistka auf Russisch, die Säuberung. Das hat zunächst gar nichts mit Gewalt und Terror zu tun, sondern damit, dass man in dieser Partei, die ja wichtige Kontrollaufgaben für die Administration ausübte, in allen Bereichen. Es gab ja in den Fabriken gab es Parteizellen, es gab in der Armee Parteizellen, es gab eine Doppelstruktur zwischen Ministerien und Parteiorganen des Zentralkomitees, dass diese Leute auch nicht nur über eine gewisse Loyalität, sondern auch über ein gewisses Know-how verfügten, dass man sie zur Kontrolle auch einsetzen konnte. Und deshalb haben die Parteisäuberungen den Zweck erfüllt, zu überprüfen, welche Leute man eigentlich in die Partei aufgenommen hatte. Und dann es gab 1929 eine Parteisäuberung, dann Anfang der 30er Jahre, 1935, immer wiederkehrend, und hin und wieder wurden dann die Parteiausweise, wurden abgegeben, und dann wurde jedes einzelne Parteimitglied durch eine Kommission auf lokaler Ebene überprüft. Man hat dann Karteileichen aussortiert, Leute, die gestorben waren, denen aber niemand wusste, wo die jetzt eigentlich abgeblieben waren. Trunkenbolde, Raudis, Leute, die aus Karrieregründen sich den Parteiausweis beschafft hatten, die wurden dann durch diese Säuberungsaktion aus der Partei entfernt. Das war auch deshalb wichtig, weil
die Parteifunktionäre Immunität besaßen. Also so wie die Adligen im Zarenreich von der Prügelstrafe ausgenommen waren und bestimmte Privilegien hatten, hat paradoxerweise Stalin die Ständegesellschaft wieder eingeführt. Die Kommunisten durften Waffen tragen, bis zu einer gewissen Zeit. Sie konnten in gesonderten Geschäften einkaufen, die den anderen Bürgern nicht zur Verfügung standen. Und sie hatten Immunität vor Strafverfolgung. Das heißt, sie mussten erst aus der Partei ausgeschlossen werden, bevor man sie für irgendetwas belangen konnte. Und das war natürlich extrem attraktiv, eben auch für Kriminelle, da Mitglied zu werden. Weil man konnte dort Geschäfte machen, man konnte da gut überleben. Und paradoxerweise war die Partei eben ein Ort des Überlebens, wo man untertauchen konnte. Auch Verfolgte, für die war das interessant, da drin zu sein. Und Stalin hat das erkannt. Und einer der Gründe, warum die Parteisäuberungen sich dann in Terror verwandelten, hatte auch damit zu tun, dass die Parteiführung das Gefühl hatte, das sind unzuverlässige Leute, die die Partei unterwandern. Und deshalb kann es bei einer Säuberung nicht bleiben. Wir müssen diese Leute auch liquidieren. Und so kam es in den 30er Jahren aus der Säuberung, kam es dann zum Terror. Aber Säuberung und Terror sind nicht das Gleiche.